Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Wir sind immer noch bei dem Thema Tischdecken und heute habe ich für euch wieder ein Deckchen gehäkelt oder ihr auch einen kleinen Läufer. So schaut es aus. Ich habe jetzt dieses Deckchen in Kleinformat gehäkelt. Du kannst natürlich diesen Tischläufer an deine eigene Größe anpassen. Das heißt, man kann dieses Deckchen beliebig lang und breit häkeln. Und das habe ich natürlich auch in meinem Video erklärt, wie du das machen kannst. So, und wie immer eine große Bitte an dich. Es ist ganz wichtig, wenn du deine Kommentare unter diesem Video schreibst oder einfach Daumen hoch oder Daumen runter drückst, damit du meinen Kanal ein bisschen unterstützt. Würde mich sehr, sehr freuen. Und ich wünsche jetzt einfach auch viel Spaß und wir starten mit dem Häkeln. Für dieses Deckchen verwende ich die Cotton Soft Wolle von der Firma Relana. Lauflänge 50 Gramm, 150 Meter. Also für dieses Mini-Deckchen reichen so circa 40 Gramm Wolle reicht aus. Und die Häkelnadel Nummer 3,5. Man kann auch die Häkelnadel 3 verwenden. Dieses Deckchen kannst du an deine eigene Größe und Länge anpassen. Also bei mir ist das Deckchen jetzt circa 20 cm breit und circa 42 cm lang. Also ich habe das Deckchen klein gehäkelt. So, wie kannst du dieses Deckchen an deine eigene Länge und Breite anpassen? Also die Breite ist bei mir, habe ich schon gesagt, 42 cm. Jetzt kannst du Folgendes machen. Du kannst die Maschenanzahl hier in die Mitte, also nur da, wo man beginnt, die Maschen zu häkeln, von da bis auf der anderen Seite, von da bis da, habe ich jetzt die Länge von 22 cm. Und du kannst dann das Deckchen jeweils immer vergrößern. Zum Beispiel um 10 Stäbchen. Ich zähle jetzt gleich, wie breit die 10 Stäbchen sind. Ich habe jetzt hier 10 Stäbchen markiert. Und dann habe ich ungefähr 5,5 bis 6 cm. Also bei mir sind es eher 5,5 cm. Also wenn du 10 Stäbchen mehr anschlägst, dann hast du 5,5 cm längeres Deckchen und so kann man beliebig viele Zentimeter noch dazu häkeln. Und jetzt schauen wir uns die Breite an. Ich habe jetzt 6, Moment, ich muss schauen. Ich habe jetzt hier in der Breite 10 Reihen. Und die 10 Reihen sind bei mir insgesamt 11,5 cm breit. Das heißt, 5 Reihen sind ungefähr 5,5, fast 6 cm. Wenn du das Deckchen jetzt doppelt so breit häkelst, dann hast du praktisch 11,5 cm breiteres Deckchen. Also wenn du statt 10 Runden jetzt 20 Runden häkelst, dann hast du hier die doppelte Breite. Plus natürlich diese 2 Seiten, aber ich habe ja schon gesagt, wir haben ca. 20 cm. Wenn wir hier das noch zusätzlich häkeln, dann haben wir die Gesamtbreite etwas breiter als 30 cm.
So kann man das Deckchen dann anpassen. Ich habe hier so zum Beispiel, wenn man hier 40 Maschen angeschlagen hat, kann man hier auch 50, 60 und so weiter Maschen anschlagen. So, wir schlagen jetzt die Luftmaschen an. Ihr schlägt so viele Luftmaschen an, die ihr braucht. Ich schlage jetzt nicht so viele, einfach nur zu zeigen, wie man das Deckchen häkelt. So, in die vierte Luftmasche häkle ich ein Stäbchen. So, und dann häkle ich in jede Luftmasche jeweils ein Stäbchen. So, jetzt habe ich die letzte Masche. In die letzte Masche häkle ich 6 Stäbchen. Ein Stäbchen und 6 Stäbchen häkeln. Also in dieselbe Stelle häkle ich jetzt 6 Stäbchen. So, und jetzt häkle ich wiederum in jedes Stäbchen jeweils ein Stäbchen. Also hier haben wir die 6 Stäbchen, hier wird das nächste Stäbchen. Hier steche ich ein und häkle das erste Stäbchen und dann in jedes Stäbchen jeweils ein Stäbchen häkeln. So schaut es aus. Und dann weitere Stäbchen häkeln. So, jetzt bin ich am Ende der Runde und jetzt häkle ich hier in die letzte Masche noch 5 weitere Stäbchen. Und dann schließe ich das Ganze in die dritte Luftmasche, hier einstechen, Faden holen, die linke durch die rechte durchziehen. Und die nächste Runde beginne ich mit 3 Luftmaschen. Jetzt häkle ich wiederum in jedes Stäbchen jeweils ein Stäbchen. Und weitere Stäbchen häkeln, bis wir hier bei diesen 6 Stäbchen ankommen. So, Stäbchen haben wir gehäkelt, jetzt haben wir hier diese 6 Stäbchen. In jedes Stäbchen häkle ich jetzt die Maschenzunahme, das heißt, in jedes Stäbchen häkle ich jetzt 2 Stäbchen, also in dieselbe Stelle nochmal einstechen. Das zweite dann in die nächste einstechen. Auch 2 Stäbchen häkeln. So häkeln wir dann insgesamt 12 Stäbchen an der Rundung. So. Muss ich erstmal schauen, wie viel ich schon habe. Nochmal ein Stäbchen, also nochmal eine Maschenzunahme. Dann haben wir 12 Stäbchen. Und jetzt häkle ich jeweils in jedes Stäbchen ein Stäbchen, bis wir auf der anderen Seite ankommen. So, jetzt haben wir hier diese 6 Stäbchen.
Und da fange ich an, auch die Maschenzunahme. In jedes Stäbchen jeweils 2 Stäbchen. In die erste Masche 2, in die zweite Masche 2 Stäbchen, in die nächste 2, so, ich muss einmal schauen. So, und hier häkle ich das letzte Stäbchen, also das heißt diese 3 Luftmaschen, die zählen dann zu der Maschenzunahme. So, ein Stäbchen hier in diese Stelle. Und jetzt schließe ich einmal mit einer Kettmasche in die dritte Luftmasche einstechen und Kettmasche häkeln. Die nächste Runde beginne ich wieder mit 3 Luftmaschen und häkle erstmal in jedes Stäbchen ein Stäbchen, bis wir hier bei der Rundung ankommen. So, erstmal weitere Stäbchen häkeln. So, ich habe jetzt Stäbchen gehäkelt. Jetzt bin ich bei der Rundung. Ich sehe hier, das ist die erste Maschenzunahme. Ich habe hier 2 Stäbchen gehäkelt. In die erste Masche häkle ich ein Stäbchen. In die zweite Masche häkle ich die Maschenzunahme. Also aus einem Stäbchen häkle ich 2 Stäbchen. Also ein Stäbchen, eine Maschenzunahme. Und da setzen wir jetzt fort. Ein Stäbchen, eine Maschenzunahme. Also in die nächste Masche ein Stäbchen, in die zweite Masche eine Maschenzunahme. So, in die nächste Masche ein Stäbchen, in die zweite Masche eine Maschenzunahme. So, jetzt sind wir bei der Mitte. Wir haben 3-mal das wiederholt. Und jetzt machen wir das hier auf der Seite entgegengesetzt. Das heißt, ich fange mit einer, das ist jetzt genau die Mitte. Man kann die Mitte hier auch markieren für die nächsten Runden. Hier häkle ich jetzt die Maschenzunahme in die erste Masche. Also aus einer Masche häkle ich 2 Maschen. Dann ein Stäbchen. Jetzt eine Maschenzunahme. Jetzt häkle ich ein Stäbchen. Und das Ganze wiederhole ich noch einmal. Eine Maschenzunahme. Ein Stäbchen. So, jetzt häkle ich Stäbchen, bis ich auf der anderen Seite ankomme. So, jetzt bin ich auf der anderen Seite. Da beginnt bei mir die Rundung. Ich habe die erste Maschenzunahme hier. Und auch da fange ich mit einem Stäbchen an, in die erste Masche und in die zweite Masche die Maschenzunahme. Dann wieder ein Stäbchen, eine Maschenzunahme. Und dann nochmal ein Stäbchen, eine Maschenzunahme. So, jetzt bin ich hier oben mittig angekommen und jetzt mache ich entgegengesetzt. Jetzt fange ich mit Maschenzunahme an, also 2 Stäbchen in eine. Und jetzt ein Stäbchen. Jetzt wieder die Maschenzunahme zuerst, also aus einem Stäbchen häkle ich 2 Stäbchen, ein Stäbchen und nochmal die Maschenzunahme
Und jetzt schließe ich die Runde mit einer Kettmasche. Das ist dann praktisch das letzte Stäbchen. Einstechen, Faden holen, die linke durch die rechte Schlinge durch. Und jetzt fangen wir die nächste Runde an. Ich beginne mit 3 Luftmaschen und häkle erstmal wiederum alle Stäbchen, bis ich hier bei der Rundung ankomme. So, jetzt bin ich wieder bei der Rundung, und zwar, ich sehe hier meine Maschenzunahme, häkle ich wiederum bis dahin meine Stäbchen, in das erste Stäbchen häkle ich ein Stäbchen, in das zweite die Maschenzunahme. So, und jetzt häkle ich, jetzt in der Runde ist es so, dass ich 2 Stäbchen häkle und dann die Maschenzunahme. So, 2 Stäbchen und hier habe ich die Maschenzunahme, hier in die zweite Masche häkle ich die Maschenzunahme. Und das wiederholen wir jetzt, 2 normale Stäbchen, dann Maschenzunahme. Wie gesagt, ihr könnt auch die Maschen markieren, dann ist es vielleicht einfacher. Hier die Rundung markieren und dann mittig. So. 2 Stäbchen habe ich gehäkelt, jetzt eine Maschenzunahme. Jetzt bin ich bei der Mitte, ich sehe hier diese doppelte Maschenzunahme. Jetzt häkle ich hier in die erste Masche eine Maschenzunahme, also entgegengesetzt häkeln wir jetzt. Jetzt häkle ich 2 Stäbchen. Dann wieder eine Maschenzunahme. Zwei Stäbchen. So, eine Maschenzunahme, 2 Stäbchen. Und dann häkeln wir weitere Stäbchen, bis wir auf der Seite ankommen. Hier häkeln wir genau gleich. Da ist meine erste Maschenzunahme. In das zweite Stäbchen häkle ich die Maschenzunahme, 2 Stäbchen Maschenzunahme, 2 Stäbchen Maschenzunahme. In der Mitte, das ist hier dann die Mitte, die zweite hier Maschenzunahme, Maschenzunahme, 2 Stäbchen, Maschenzunahme, 2 Stäbchen. Also ich denke mal, das Prinzip habt ihr verstanden. Auf diese Weise kann man dann weitere Runden häkeln. Das heißt, in der nächsten Runde häkeln wir dann 3 Stäbchen, eine Maschenzunahme. Und die Maschenzunahme häkle ich dann praktisch immer hier, wo die Zunahme ist, in die zweite Masche. So, je nachdem, wie groß ihr das Deckchen häkelt, wie man sieht, die Maschenzunahme geht so etwas, wir haben hier eigentlich diese 6 Stäbchen gehabt. Wenn die Maschenzunahme nicht ausreicht, dann kann man hier zum Beispiel in der nächsten Runde, da häkeln wir dann praktisch 3 Stäbchen, eine Maschenzunahme, oder übernächste Runde ist das, je nachdem, kann man hier etwas tiefer gehen und da noch eine Maschenzunahme häkeln, so dass wir auf der Ebene noch eine Maschenzunahme dazu haben. Das kann man zum Beispiel auch machen. Ansonsten häkeln wir dann die weiteren Maschenzunahmen hier bei der Rundung, hier ganz normal Stäbchen häkeln und hier, wie gesagt, auch genauso die Maschenzunahme häkeln. Also hier in der Mitte immer mittig 2 Maschenzunahmen und dann entgegengesetzt hier links arbeiten. Also wir haben jetzt in der Runde eine Maschenzunahme, 2 Stäbchen und in der nächsten Runde haben wir dann eine Maschenzunahme, 3 Stäbchen, dann haben wir eine Maschenzunahme, 4 Stäbchen und so weiter. Und hier auf der Seite, je nachdem, kann man auch noch eine zusätzliche Maschenzunahme häkeln, damit man mit der Maschenzunahme etwas tiefer geht, falls ich das zusammenziehen sollte. Und auf diese Weise häkeln wir, wie gesagt, beliebig viele Runden
Ich habe jetzt dieses Mini-Deckchen so weit gehäkelt. Ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Runden. Also ich habe hier die Maschenzunahme ganz normal schräg gehäkelt. Habe hier keine weitere Maschenzunahme gehäkelt. Das für Mini-Deckchen erreicht ist. Genau, und jetzt häkeln wir mit euch die Umrandung. So, die Maschenanzahl in der letzten Runde sollte teilbar durch 3 sein. Also man kann die letzte Runde häkeln und dann jeweils zum Beispiel 30, 30, 30 Maschen markieren und auf diese Weise schauen, ob die Maschenanzahl passt. Wenn zum Beispiel eine Masche fehlen sollte, kann man hier bei der Rundung entweder noch eine zusätzliche Masche dazu häkeln, zunehmen oder eine Masche abnehmen, je nachdem. Und auf diese Weise die Maschenanzahl anpassen. Wenn dann 2 Maschen fehlen, kann man jeweils auf jeder Seite eine Masche dazu häkeln oder umgekehrt eine Masche abnehmen. So. Jetzt häkle ich eine Luftmasche und in dieselbe Stelle, da wo die 3 Luftmaschen sind, steche ich ein und häkle eine feste Masche. So, jetzt häkle ich 4 Luftmaschen, 2 Maschen überspringe ich, in die dritte Masche steche ich ein und häkle eine feste Masche. 4 Luftmaschen, 2 Maschen überspringen, eine feste Masche häkeln. 4 Luftmaschen, 2 überspringen, eine feste Masche und so häkeln wir die Runde dann zu Ende. So schaut es aus. So, jetzt bin ich am Ende der Runde. Jetzt häkle ich 2 Luftmaschen, ein Umschlag, hier in die feste Masche einstechen, Faden holen und ein Stäbchen häkeln. So, jetzt häkle ich eine Luftmasche und in dieselbe Stelle, in den gleichen Bogen steche ich ein und häkle eine feste Masche. Jetzt häkle ich 5 Luftmaschen. In den nächsten Bogen eine feste Masche. 5 Luftmaschen. In den nächsten Bogen eine feste Masche. Und so häkle ich weiter, bis ich am Ende der Runde ankomme. Also 5 Luftmaschen, eine feste Masche in den Bogen. So, jetzt bin ich am Ende der Runde. Jetzt häkle ich 2 Luftmaschen und ein Stäbchen in die feste Masche. Da wo wir angefangen haben, steche ich ein und häkle ein Stäbchen. Eine Luftmasche und eine feste Masche in denselben Bogen. Und jetzt wiederhole ich das Ganze. 5 Luftmaschen, eine feste Masche in den nächsten Bogen. 5 Luftmaschen, eine feste Masche und so weiter. Und auf diese Weise kann man noch weitere Runden häkeln. Ich muss schauen, wie viele Runden ich häkle. Ich habe jetzt erstmal 3 Runden. Dann häkle ich sehr wahrscheinlich noch 4 oder ich lasse das so. Schaue ich gleich. So, wir häkeln jetzt die abschließende Runde. Also ich bin bei der 3. Runde. 2 Luftmaschen in die letzte, wo wir angefangen haben, in die feste Masche steche ich ein und häkle ein Stäbchen. So, jetzt eine Luftmasche, hier in denselben Bogen einstechen, eine feste Masche häkeln. Und jetzt häkle ich in den Bogen in den nächsten 7 Stäbchen.
Hier kann man mehr oder weniger Stäbchen häkeln, so wie es bei euch dann passt. Also bei mir passen eigentlich 7 bis 8 Stäbchen passt eigentlich ganz gut. Wenn man mehr Stäbchen häkelt, dann wählt sich das Ganze. Also dann einfach schauen, wie viele Stäbchen bei euch am besten reinpassen. Also 7 Stäbchen, in den nächsten Bogen häkle ich dann eine feste Masche. In den nächsten Bogen 7 Stäbchen. So, und den nächsten Bogen eine feste Masche. Und das wiederholen wir stets. Also 7 Stäbchen, feste Masche, 7 Stäbchen, feste Masche. Und dann häkeln wir in Wechsel weiter. So, jetzt bin ich am Ende der Runde. 7 Stäbchen habe ich gehäkelt. Und jetzt schließe ich die Runde mit einer Kettmasche. Hier, wo die feste Masche ist, wo wir angefangen haben, steche ich ein, hole den Faden und ziehe die linke Schlinge durch die rechte Schlinge durch. So. Und jetzt können wir den Faden rausziehen und abschneiden. Also ich habe jetzt das Deckchen soweit fertig gehäkelt, so schaut es aus. Dann nur noch Fädchen verarbeiten und leicht abdampfen. So schaut es aus. Also ich wünsche euch viel Spaß beim Häkeln. Macht mit, probiert aus. Abonniert meinen Kanal, schreibt auch eure Kommentare. Also bis zum nächsten Mal.